Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um eine Gitarre, auf die ich mich sehr gefreut habe. Es geht mal wieder um eine Gitarre aus der Yamaha L-Serie und dieses Mal geht es um die Yamaha LJ36. Ja, der Begriff LJ ist euch mit Sicherheit schon bekannt, wenn ihr diesen Channel hier schon etwas länger verfolgt, weil ich habe zuletzt, also in einer meiner letzten Videos, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe auf jeden Fall die letzte Yamaha, die ich reviewt habe, so war die LJ26 und die habe ich jetzt schon eine ganze Zeit lang und ich finde die wirklich affenmega geil. Und dann dachte ich, ich muss irgendwie eine LJ36 ins Video bekommen und schwupps, da ist sie. Und zwar diese Gitarre habe ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen vom Musikhaus Funken in Kempen. Ja, fangen wir mal bei den Basics dieser Gitarre an. Also LJ bedeutet bei Yamaha, es ist eine Medium Jumbo, 36 deutet darauf hin, dass es auf jeden Fall eine Made in Japan ist. Und zwar eine Preisklasse über der 26, was bedeutet, hier wird auf jeden Fall mehr Arbeit reingesteckt. Und das sieht man und ich finde, das hört man auch. Fangen wir aber erstmal bei den offensichtlichen Dingen an. Wir haben eine Engelmann-Fichtendecke, indisches Rosewood, also indisches Palisander an Boden und an Zagen. Dieses Instrumentchen hier, also die LJ36, hat ein Binding hier außenrum und zwar aus Abalone. Der Abschluss hier außenrum ist aus Holz. Das kennen wir schon von der 26er. Unterschiedlich ist jetzt hier, dass das hier auch noch Abalone ist. Aber zu den genauen Unterschieden und genauen Vergleichen zur LJ26 und 36 kommen wir in einem extra Video. Von daher gehe ich jetzt gar nicht mehr, also zumindest versuche ich, auf die Unterschiede dieser beiden Gitarren gar nicht mehr so genau einzugehen, sondern wir kümmern uns um dieses Instrumentchen hier. Abalone Rosette und aufwendiges Binding nochmal innerhalb dieser Rosette. Ebenholzsteg, Ebenholz-Griffbrett. Holzbinding am Hals. Ja, wir haben hier außen herum am Hals ein Holzbinding. Hier haben wir Punkte, die zur Orientierung des Spielers dienen. Und wir haben schöne Inlays an den Bünden 3, 5, 7, 9, 12, 15 und 17. Natürlich sind die Punkte an der Seite an den gleichen Stellen wie auch die Inlays vorne. Der Hals-Korpusübergang bei dieser Gitarre ist am 14. Bund. Damit haben wir es hier mit einer klassischen Übergangsvariante zu tun. Ne? Wie auch die anderen Yamahas in der L-Reihe hat auch diese hier einen fünfteiligen Hals, ne? Ein Mahagoni-Palisander-Hals. Da hat sich bei mir immer noch nicht geklärt, ob das wirklich was bringt, ob das Steifigkeit bringt und was es bringt. Also wenn ihr da ein bisschen Erfahrung habt, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben, weil das interessiert mich schon. Ne? Hier außenrum, hinten, haben wir ebenfalls ein Binding und bei dieser 36er Serie ist auch ein Binding hier hinten, der die beiden Holzplatten hier so ein bisschen schön voneinander trennt. Ein Stückchen weiter höher, auf der Hinterseite haben wir noch ein Stimmgerät drauf, haben wir hier unsere Mechaniken. Das sind Yamaha Japan gebrandete geschlossene Mechaniken. Und auf der Vorderseite haben wir hier, ich würde mal sagen, dass es Palisander ist hier drauf. Und auch die Kopfplatte, eben wie der Hals auch, ist gebindingt. Und alles in allem, achso, wir haben hier so ein aufgeschnittenes Pepperoni-Salami-Schlagbrett. Alles in allem, guckst du die Gitarre an und denkst dir so, wow, dicker Ciao, Alter. Da wird auf jeden Fall mal richtig gezeigt, was machbar ist. Und alles in allem fühlt sich die Gitarre wirklich krass hochwertig an. Und wie sie klingt, hören wir uns mal jetzt an.
Ja, damit sind wir durch mit den klanglichen Ergüssen der Yamaha LJ36. Ja, was kann ich zu dem Instrumentchen hier sagen? Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig für mich, weil ich ja auf diesen Klang stehe und auf diese Art von Gitarre und ich die Bespielbarkeit von Yamaha sowieso geil finde, erst recht in dieser LJ-Reihe, macht mir das wirklich sehr, sehr ganz große Freude. Und die LJ36 ist für mich ein Instrument, wo ich nichts dran meckern kann. Ja? Also die sieht ultra fucking geil aus mit den Abalonen. Moment, du musst natürlich drauf stehen. Ne? Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, was soll ich mit der ganzen Klimbim-Zeug? Ne? Das ist mir viel zu viel hier und ich hätte das ganz gerne schlichter. Ja, okay, dann ist es vielleicht nicht deine Gitarre. Ja? Weil die trägt schon dick auf mit den Abalone-Ding hier und vor allem, wenn du dir das Binding mal anguckst, ne? Ich habe da mal ein Foto von gemacht. Das ist nicht einfach nur ein Abalone-Ding reingelegt, sondern es hat auch noch ein Binding schwarz-weiß und dann ist es noch so ein kupferfarbenes und dann kommt erst das Abalone und dann haben wir wieder Kupferfarben, weiß, schwarz oder es ist cremefarben, schwarz und dann kommt das Holzbinding. Also da wird schon aufgetragen. Das gleiche Spielchen hier unten an der Rosette, da ist auch das gleiche Ding, also optisch. Wenn du auf dieses Extrovertierte stehst hier, ne, mit diesem ganzen Klimbim-Zeug und Binding und auch hier hinten das Binding, was ich extrem geil finde, weil es ist nämlich auch hier hinten nicht nur einfach ein Holzstreifen reingesetzt, nein, die haben auch hier hinten ordentlich Binding drum gemacht, ne? Dann ist das auf jeden Fall dein Freizeitpark hier und du findest das Ding richtig, richtig toll. Zur Bespielbarkeit und zum Klang kann ich nichts Negatives sagen. Wie sie klingt, habt ihr gehört. Ihr müsst natürlich auf diesen Medium Jumbo Sound stehen, ne? Der ist natürlich ein bisschen mittiger und der ist nicht... Ja, ich finde, man kann es nicht wirklich mit einer Dreadnought vergleichen. Es ist schon ein bisschen anders. Es ist natürlich beides eine Western-Gitarre, aber es ist definitiv ein anderer Sound. An der Bespielbarkeit gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Du hast keine spitzen Kanten an den Bünden. Überhaupt gar nicht. Achso, hier wurde noch so ein Nitrolack, ein extrem dünner Nitrolack verwendet, dass die Decke nochmal so ein bisschen mehr schwingen kann und dass es wirklich alles maximal hier auf Klang ausgelegt ist. Genauso wie ist hier diese Yamaha Aare-Behandlung drin, wo ich immer noch nicht so einen richtigen Vergleich hatte zwischen einer Yamaha mit Aare und ohne. Da bin ich noch dran und vielleicht kriegen wir das ja mal zusammen hin. Ja, jetzt hat die natürlich geschlossene Mechaniken. Ich finde es schön, wenn es ein bisschen mehr Vintage ist. Aber die geschlossenen Mechaniken laufen butterweich, da funktioniert alles an dieser Gitarre. Ne? Alles an der Gitarre macht definitiv einen geilen Job und sieht ultra fett aus. Gut, dann sind wir jetzt hier durch mit der Yamaha LJ36 Aare. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei einem meiner nächsten dabei seid. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie klingt die 36 jetzt eigentlich genau im Vergleich zur 26. Alles klar, wir haben es geschafft. Haut da rein, abgehen. Ciao.